Wir haben jetzt Anfang September und ja, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es bei einigen gerade sehr turbulent ist energetisch. Und das ist das, was ich gefühlt habe schon Anfang des Jahres, dass der September lustig wird, noch mal lustiger als die ganzen anderen Monate diesen Jahres. Ich bin keine Astrologin und ich bin keine Human Designerin, aber was ich sagen kann, dass es um Reinigung und Klärung geht jetzt in dem Moment und um Umstrukturierung, Aktivierung von den seeleneigenen Blueprints. Heißt, alles, was euch nicht mehr dient, das alte Federkleid wird abgestreift, um ja, die schönen neuen Federlein zum Vorschein zu bringen, die schon immer da waren, aber einfach unter vielen grauen, dunklen Federn verdeckt waren. Auch für mich und auch für das Team ist es sehr, sehr anstrengend im Moment. Sehr viel lustiges Chaos. Ich selber wohne auf dem Land, weit weg von gutem Internet und wunderbarem Handyempfang. Was bedeutet, ich habe diese Störung nicht in meinem Energiefeld direkt, aber was ich sagen kann, dass auch ich merke, dass immer wieder viel Energien in das Loslassen gehen. Das heißt, dass man aufgefordert ist, Energien loszulassen, viel ins Herz zu atmen, dass man konfrontiert ist mit allerlei lustigen Dingen, und dass auch manchmal der Körper mit Müdigkeit reagiert oder der Körper mit Müdigkeit reagiert. Das passiert immer dann, wenn Umstrukturierungen stattfinden. Und besonders dann, wenn also ich hab immer das Gefühl, vielleicht hilft es euch, wenn zum Beispiel jetzt heute ist die Artemira-Schule, ich habe heute Morgen meine Sachen erledigt, die ich machen muss, das heißt die normalen Matrix-Sachen, und dann so ab 1, 2 Uhr habe ich so langsam gemerkt, es kommt so ein Sammeln der Energie. Das heißt, ich merke so, mich so eingepempert, als wäre ich so in einer Bubble. Und dann habe ich gemerkt, ich werde ein bisschen müde, aber ohne körperliche Erschöpfung, sondern das ist eher wie so ein wiegendes Gefühl. Also nichts Beängstigendes, es sei denn, ihr habt Widerstand dagegen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt mal in die Ruhe gehen, die Augen zumachen und mein Bewusstsein auf die höheren Ebenen bringen und habe mit Sascha mal erstmal eine Runde geschnackt. Ähm, Man könnte jetzt sagen, Hilfe, was passiert mit mir? Ich bin müde, ich fühle mich so betäubt oder was auch immer. Atmet in euer Herz und fühlt, wie fühlen sich die Energien an. Ich habe manchmal dann auch so ein dummeriges Gefühl rund um den Kopf. Gerade wenn ich dann merke, ich muss mal mein Bewusstsein hier aus dem Menschen rausnehmen, atme in mein Herz, gebe mein Herzportal in die höheren Ebenen und dann bin ich auch sehr, sehr schnell wieder angebunden und erholt. Manchmal kann das auch das Gegenteil sein, dass der Kopf super aktiv ist, aber der Körper so eine Erholung braucht. Und das ist dann, wenn genetische Umstrukturierungen stattfinden. Wenn zum Beispiel viel energetisch gearbeitet wird oder ihr viel loslasst in euch, viele Aspekte in die Heilung gehen oder andere Leben in die Heilung gehen. Ihr vielleicht mal hier vollkommen im Menschen seid und 0,0 spirituell. Diese Phasen habe ich auch, wo ich quasi fast nur Mensch bin, weil so viel mehr von mir auf der anderen Seite ist und das ist okay. Und dann kommt oft nach solchen Phasen die Reintegrationsphase und dann ist es so, dass ich mehr Ruhe brauche, mehr Rückzug brauche, ich so eine Art Schlappheitsgefühl habe, dann gucke ich, dass ich mich optimal ernähre, das wonach mir ist, wo ich fühle, dass das mir gut tut, viel mehr frische Kost, viel trinken, dann erhöht sich auch mein Trinkkonsum, ich trinke mehr Tee, Wasser oder Saft, und merke dann einfach, ich will jetzt bei mir sein, nehme mehr Salzbäder oder möchte einfach mehr Rückzug leben. Und das ist dann, wenn sich die Codes langsam anfangen zu reintegrieren und das ganze System sich wie so rebootet und zurück also in seine neue Struktur, in seine neue Harmonie bringt. Und das ist das, was ich beobachte bei mir persönlich in diesem September. Und wenn ich so in das Umfeld schaue, ist es ein absoluter Reinigungsprozess. Ganz, ganz viele Themen, die hochkommen. Sachen, wo man geglaubt hat, sie sind geklärt, liegen auf einmal vor einem auf dem Tisch und man merkt, ein Scheiß ist es geklärt, ein Scheiß ist es verstanden. Man ist wohl doch noch nicht so weit, wie man denkt. Oder Aspekte sind auf einmal da, wo man gar nicht wusste, dass man sie hat. Und
das gilt es anzuschauen, in Liebe, in Mitgefühl, in Verständnis für sich und für den Prozess und durch den Prozess zu gehen. Und wenn ich sage, durch den Prozess gehen, geht es nicht unbedingt darum, in andere Leben zu gehen und zu schauen, wo kommt das Problem her und das Problem verändern, sondern hier zu sein, präsent zu sein, in sein Herz zu gehen, zu atmen und besonders die Energie zu etablieren und zu aktivieren von alles ist gut in aller Kreation. Und in dem Moment, wenn ihr so einen Zustand von keinem Widerstand habt, dann kann Heilung passieren. Und dann macht ihr einfach nur noch euer Licht, lasst euer Licht leuchten und lasst euch inspirieren von eurem eigenen Licht, von eurer Weisheit, von eurer Seele. Und der Mensch ist gar nicht dazu da, alles zu regeln, sondern manchmal darf der Mensch einfach loslassen und abgeben an die Seele. Und das passiert, wenn das Ego ins Herz geht und dort ruht und das Herz weit wird und man atmet in das hinein, was da ist, ob es einem gut geht oder ob es einem schlecht geht. Und wenn man an den Punkt kommt, keinen Widerstand zu haben, dann hat man die Chance, in Leichtigkeit die Dinge zu transzendieren. Transzendenz heißt Transformation der Perspektive, dass ich über etwas Vorhandenes hinausgewachsen bin mit meiner Perspektive und an den Punkt komme, dass ich erkenne, dass alles gut ist in aller Kreation. Wenn ich transformieren will, dann bin ich im Widerstand gegen das, was da ist. Und Widerstand ist ein Magnet. Das, was ich ablehne, da, wo ich gegen kämpfe, schiebe ich vielleicht für den Moment jetzt zur Seite. Und es gelingt mir, je nachdem, wie stark ich darin bin, auch sehr, sehr gut. Aber wenn ich mit Widerstand Dinge zur Seite schiebe, ist der Widerstand der Magnet in dem Moment, wenn ich glaube, ich habe es losgelassen, weil ich so schön zur Seite geschoben habe, zieht der Magnet, der Widerstand quasi wieder die Situation in anderer Farbe ins Leben. Man kann glauben, man hat eine Sache hinter sich gelassen, weil man es verdrängt hat, weil man dagegen gekämpft hat, weil man es weghaben wollte, weil man es verurteilt hat. Dann hat man mit aller Kraft es weggeschoben und glaubt, jetzt bin ich geheilt davon. Und dann lässt man den Widerstand los und automatisch zieht sich die Situation und man wieder in das Leben und manifestiert sich in anderer Facette. So lange, bis man sich die Dinge anguckt. Und ich habe das Gefühl, dass der September, Oktober, November in diesem Jahr eine absolute Chance sind, alles wirklich zu reinigen und loszulassen. Und je mehr Druck ihr empfindet und je mehr Themen eurer inneren Welt sich nach oben bringen, umso mehr sind kosmische Energien da und supporten euch, diesen Transzendenzprozess hin wirklich zu meistern und wirklich in die Heilung zu kommen und nicht nur in Wegmachen und Wegschieben und loswerden. Und während diese ganzen Prozesse stattfinden, finden sie auf verschiedenen Ebenen statt. Während der Mensch vielleicht nur Mensch ist, kann es sein, dass die anderen Aspekte, andere Anteile der Seele, die in höheren Ebenen sind, gerade durch Prozesse gehen und dann die, sag ich mal, der Gewinn, die Erkenntnisse aus diesen Prozessen in der Nacht in den Menschen hineinfließen. Dazu sage ich auch Codes, weil die Frage ist, was sind Codes? Codes sind Informationen, energetische Informationen. Und dann kann es sein, dass diese energetischen Informationen in der Nacht in euch ankommen und dann am Morgen auf einmal eine andere Perspektive da ist. Letzten Endes finde ich es gut, wenn Themen hochkommen, weil gerade dann, wenn sie hochgeholt werden ähm, sag ich mal, kosmisches Licht, was sich sehr, sehr stark verstärkt zu gewissen Zyklen wie die Äquinox oder verschiedene Portaltage, weil wir dann die Chance haben, zu ko-kreieren mit diesen Energien und wirklich zu wachsen und uns keine Geschichten mehr zu erzählen, wo wir glauben, wir seien gewachsen, aber eigentlich haben wir nur gekämpft gegen uns selbst. Und wirklich in uns unseren Rucksack zu lernen, unser Quantum leer zu machen, weil ich sage immer, und das nicht ohne Grund, wir steigen auf und aus unserer alten Realität, aber wir heilen in uns das, was davor war. Und da, wo wir hingehen, brauchen wir einen leeren Rucksack. Wir können nicht mit dem Rucksack, so wie er ist, den Aufstieg machen. Das ist so, als würde man mit 20 Kilo Backpack den Mount Everest versuchen zu erklimmen. Das wird schwer. Und so sind dann kosmische Energien da, die sagen, komm, gib es an mich ab und wir heilen das gemeinsam, wir alchemieren das gemeinsam und wir kriegen das hin. Und was ich dir dann gebe, ist die frische Luft zum Atmen, die du brauchst, um den Aufstieg zu machen. Sprich, das Wissen und die Weisheit.
Das ist erstmal soweit meine Perspektive zu den aktuellen Energien.